Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades to Azure. Wir befinden uns, nachdem wir den Prolog beim letzten Mal erfolgreich abgeschlossen haben und wie Noel hier gerade schon andeutet, auch die dazugehörige Mission. Jetzt im Zug, ich meine auf dem Weg nach Crossbell und ja, werden jetzt wahrscheinlich erst so richtig in die Story einsteigen. Wir haben beim letzten Mal den Priester Kevin hier noch angetroffen, der uns temporär begleitet hat, um uns beim Abschluss der Mission zu helfen, wo wir Ernest Rice gestellt haben und quasi in letzter Sekunde von seinem elendigen Tod gerettet haben, was Lloyd zu verdanken war. Und eigentlich könnte man meinen, Ende gut, alles gut. Bin gespannt, wie die nächste Begegnung mit ihm abläuft, aber heute gucken wir uns erstmal an, worüber die zwei hübschen Menschen hier miteinander schnaggeln. Thank goodness we were able to accomplish the mission. Honestly, I was nervous I would only get in the way. You shouldn't worry so much, das sagt der Richtige. Commander Bells has a lot of faith in you. She gave you a sterling recommendation. I, for one, am excited to have you on board, Sergeant Major. And I'm happy to be here. Oh, but there is one thing. Huh? Well, officially I'm going to be working under you for the time being. Plus, I'm not in uniform, so you don't have to address me by rank. Oh yeah, you have a point. Would you prefer it if I called you by your name then? I wouldn't mind at all. Well, alright, looking forward to working with you, Noel. Oh, and don't worry about addressing me any differently just because you're new to the SSS. We're the same age, not to mention co-workers, so it wouldn't make sense for you to treat me like a superior. What? You just want me to treat you like a colleague? I can't do that, there's no way. I'm the rookie here and you're our leader. I should act like it. No, really, you don't need to get so worked up about this. It's not like Ellie, Randy or Tio talk to me any differently. Yeah, but this sort of thing is just kind of wired into me. The second my mind gets set on something, there's no convincing it otherwise. Still, orders are orders. I pledge to do my utmost to be cool and casual. Not like that. You don't have to force yourself, Noel. There's nothing you don't take seriously, is there? Yeah, I think I get it from my dad. Fran and I had a pretty strict upbringing thanks to him. He wanted to make sure we learned some self-discipline. Oh, so that's what he's like? Come to think of it, I know I've met your mother before, but I don't think I've ever seen your father. He passed away about 10 years ago. He was in the Guardian Force too. There was an accident while he was on duty. Oh, I'm sorry, I didn't know. Was he the one who inspired you to join the CGF? Well, I've honestly never really thought about it like that. I joined because I wanted to protect Crossbell, but thinking on it, I suppose he felt just the same. The same goes for Fran too, even if her way of helping out is different. I see. Okay, das heißt also, Noel wird uns ja wahrscheinlich als Zweitprotagonistin, wenn man so will, über das ganze Spiel begleiten. So klingt das zumindest, finde ich gut und interessant. Ich habe mich noch gar nicht so sehr damit auseinandergesetzt, was sie eigentlich für ein Kampftypus ist, auch wenn wir schon kurz einen Einblick bekommen haben. Lloyd? Sorry, it's nothing. I'm thankful you agreed to join the SSS. We're short on manpower at the moment, and there could be some tough fights ahead of us too. We're lucky to have you. I'm glad to be of help, but with the Mafia gone, shouldn't things be a lot safer in Crossbell? There's still HIER to contend with, but they don't seem to be making any conspicuous movements. Not on the surface, at least. There's no denying that Rivage did play an important role. In a sense, they helped maintain order in Crossbell. Rivage, auch noch gar kein Mal gehört hier bisher im Spiel, aber jetzt kommt das ganze Vokabular und die ganzen Verknüpfungen, die kommen jetzt nach und nach hoch. Ich habe immer noch nicht diese Introduction-Rückblicktexte da von Trails from Zero gelesen, weil ich jetzt nach dem Part ja auch nicht abspeichern konnte. The Mafia was helping keep the peace. In a manner of speaking, consider the unique situation Crossbell finds itself in.
The state has autonomy but no sovereignty and is constantly interfered with by its two neighboring major powers. There are a lot of loopholes in our criminal justice system and virtually no restrictions on immigration. It wouldn't be a surprise if another crime syndicate like HIER or even a terrorist organization took root here. Oh, so up until now, Rivash's presence had been suppressing the worst of it? I hate to admit it, but yes, they brought a sense of order to the criminal underworld. But now Rivash is no more, thanks to their involvement in the cult incident. In other words, the balance of power is gone. Yeah, the same can be said of the Diet members who fell from grace, whether pro-Empire or pro-Republic. With their mouthpieces gone, the major powers will likely be even more blatant with their interference. That's precisely why I think our new mayor has such high expectations of us. Now I'm starting to get it. That's the reason Ellie, TO and Randy are on leave from the SSS, isn't it? Exactly. They've been strengthening our team's relations so we can coordinate and handle these new challenges better when the time comes. I was also given the opportunity to train with the 1st Division. It's been quite a learning experience, but with the SSS resuming operations and us being short-handed, we had to recruit some fresh blood. It was an honor to have been asked. Ich bin gespannt, wer noch dazu stößt, weil am Ende werden wir ja trotzdem irgendwie so eine Vierer-Hauptgruppe wieder haben, oder? Oh, that reminds me. About what? Our other new member, I met him once before, right? I'm kind of surprised someone like him would want to join. How did he end up getting recruited? Him? Wen meint sie denn? Doch nicht Kevin, oder? Well, he was the one who came to us. It was just when we'd begun scouting for new members. He even had a letter of recommendation from the mayor. We couldn't just turn him away. The mayor gave him a recommendation? Yeah, it was his thanks for having helped during the crisis at the IBC building. I don't even know where he heard the SSS was looking for new members, or for that matter, why he'd be interested in joining. Sag doch mal jetzt den Namen. All he said was, it seemed interesting. That's one way to sign up, I suppose. It's not like he's a bad guy or anything. His background is a mystery, but he does have connections to the underworld, plus his experience working as a host. Saying that out loud just makes him sound even shadier, doesn't it? I'm sure everything will be fine, probably. He did come off as a bit sarcastic and rude, but he didn't strike me as a bad person. I'm glad you're taking to it. Honestly, I was afraid you'd be opposed to him joining. Well, I haven't forgotten about him teasing me, but if I had to say, I think he has more fun picking on you, Lloyd. But if I had to say, I think picking on you, don't I know it? Maybe I shouldn't mention just how amusing Fran finds that part. Attention all passengers. We will be arriving in Crossbear City shortly. Passengers bound for LeBeau or Remiferia via airship, please disembark here to transfer. Additionally, per Zemurian Railroad Corporation bylaws, this train will remain at Crossbear Station for 30 minutes upon arrival. Passengers bound for Erebonia, please have your entry application ready for the inspection officer. That went by pretty fast. Then again, I guess we were only one stop away. Yeah, even if we were only gone for a few days, it still feels good to be home. I know what you mean. It won't be much longer now before we're all back together again. Ich freue mich auf die ganzen Begegnungen. Ich bin aber auch gespannt, ob man hier, wie im Vorgänger, auch die ganze Zeit in Crossbell seine Runden dreht oder ob wir weiter aus der Stadt herausreichen werden quasi, weil sich doch gefühlt wirklich irgendwie 80% des Spiels in Crossbell abgespielt hat, wenn du auch wirklich vor allen Dingen alle Dialoge mitgenommen hättest, womit ich ja mitten im Let's Play dann irgendwann gebrochen habe, weil das zu viel Zeit ansonsten in Anspruch genommen hätte und das Let's Play extrem in die Länge gezogen hätte. Ganz viel hätte. I hope you didn't miss me too much, Kia. Oh, die wird sich so freuen. Die wird dir erstmal an die Gurgel springen und dich so lange drücken,
bis du vergessen hast, wie man eigentlich atmet. Aber ein bisschen freue ich mich auch auf Crossbear, weil wir da jetzt lange nicht mehr gewesen sind. Vor allem mich auch interessiert, wen wir da antreffen. Mal gucken, an wen ich mich noch erinnere. Ob ich von dem einen oder anderen NPC vielleicht den Namen auch noch zusammenkriege. Man wird sehen. Ich glaube, da ist aber schon wieder viel verloren gegangen. Da ist er. Der vertraute Bahnhof. Und die Musik, die es, glaube ich, auch im Vorgänger schon gab. Aber die werden das, glaube ich, an den altbekannten Orten auch nicht groß geändert haben, schätze ich mal. Aber korrigiert mich gerne, wenn da irgendeine andere Nuance drin ist. Ich kenne den Song auf jeden Fall gut, würde ich behaupten. Aber ich habe während den Aufnahmen auch die Kopfhörer nie so sonderlich laut. Ginge manchmal lauter. Jetzt zum Beispiel. Warte, ich passe mal kurz für mich an. So, und da sind sie. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, auch wenn das wahrscheinlich für die Die Hard-Fans total augenscheinlich ist. Aber wen die jetzt hier meinen, wer der Dritte im Bunde ist. Da hat gerade irgendein Mädel geschrien oder gerufen. Das war klar. Welcome home, Kia. You came all this way to greet us? I heard you'd be coming home today. Are you okay? They didn't hurt you, did they? No, I'm fine. It's good to be back here. Welcome home, Lloyd. Welcome home to you too, Noel. Haha, it's nice to see you again, Kia. Noe! Okay, mit ihr habe ich jetzt nicht gerechnet, auch wenn man anhand des Kosenamens das hätte vermuten können. Oh, Fran. Die Schwester. I'm so glad you're okay, Noe. Welcome home, you aren't hurt, right? Wie alle uns einfach zuerst fragen, ob wir körperlich unversehrt sind. Würde ich aber an deren Stelle wahrscheinlich auch machen. I'm perfectly fine, as you can see. Stop overreacting, it's only been a few days. You don't get it at all, Noe. Time has nothing to do with it. Isn't that right, Kia? Yeah, exactly. Da haben sich ja zwei gefunden. Now it really does feel like we're home. I'm glad you two made it back safely. Young woman's voice. Jetzt kommen sie alle nach und nach. Oh. Ellie und Sergey. Na, jetzt kommt die ganze Sippe aus Zero hier zusammen. Ellie, you're back already? Da ist sie. Yes, I just arrived yesterday. I'm done assisting grandfather with his work, so I'm free to return to the SSS starting today. That's great. I'm sure you must have been working hard. If I remember correctly, you were accompanying Speaker McDowell on his tour across the continent, right? Yes, although I don't know how much help I truly was. However, I did come across a lot of useful information while traveling. You did. I look forward to hearing about it later. Now that you're here, we just need Tio and Randy to come home too. Well, they should both be back by the end of the month. More importantly, Lloyd, were you able to close the case? Yes, we managed to apprehend both of them without incident. Dudley and Arias have them in custody. Got it. Then I guess this wraps up the cult case, doesn't it? I'm sure you know what comes next. We're gonna need you to get back into the swing of things. Yeah, of course. As for you, Noel, welcome aboard. You're already good to go, yeah? Noah Sika reporting. Starting today, I will be working under you as a member of the Special Support Section. Wow! Now you're officially part of the team, Noe. Yeah, and for the record, you don't have to be so formal. Das hat man ihr schon gesagt. Das wird ein bisschen brauchen, bis sie sich das abgewöhnt hat. I'm sure Sonia told you, but the SSS has got its own way of doing things. So for now, lose the formalities. We're not running a military brigade here. I'll try. Looks like the gang's all here. This is Randy. Also, nee, okay, ich hätte jetzt auf einiges gewettet, dass es Randy ist. Ist das nicht? Das ist doch Wazy, oder? Wazy? Ja, Wazy, da steht's. Hey, it's Wazy!
Den mochte ich im letzten Teil. Der war ein sehr, sehr interessanter Charakter und eine absolute Bereicherung. Ich würde mich freuen, wenn der... Vielleicht ist der derjenige, der sich ja anschließt. Das wäre cool. Ist der nicht sogar auf dem Cover drauf? Ich muss nochmal gucken. It's good to see you still in one piece. I take it everything went well. Yeah, it was thanks to your tip-off that we were able to get in touch with an informant in Altair. Still, where did you even get your hands on intel like that? Als ob er sich in die Karten schauen lässt. Also, it takes a snake to know a snake, as they say. Da ist er. I wouldn't do this for anyone but you. I'm glad I could be of service. Wow. Hey, personal space. Ach so, die sind alle so irritiert, weil er ihm körperlich so nahe kommt. Why do you have to nuzzle up to me? What a silly question. Because your reactions are such a treat to see, obviously. Give me a break. Honestly, Wazy. He really is an odd guy. Wazy always knows how to have fun. I wish I could be in the SSS. Then I'd get to see Noe and Kia all the time, not to mention Lloyd's flustered face. No, that's not something you should be jealous of, friend. Seriously, knock it off already. Ist auch gut, wenn im Team gute Stimmung herrscht. Now back to business. We've got with us here the starting members of the new and improved Special Support Section. Improved? Ey, das ist voll der Schlag ins Gesicht für Ellie, die gerade daneben steht. It's Leader Lloyd Bennings. Yes, sir. Second in Command, Ellie McDowell. Ach so. Ach, wir sind jetzt hier wieder zu viert. Okay. Ich dachte jetzt nicht, dass Ellie sich gleich anschließen würde, aber umso besser. Yes. Guardian Force Transfer, Noah Seeker. Reporting. And our associate member, Wazy Hemisphere. Ist das ein richtiger Nachname? Ich finde, das klingt so nach Pseudonym-Künstlername irgendwie. Au rapport. Fängt ihr jetzt mit Französisch an, oder was? As of 6:30 p.m. today, I hereby declare the Special Support Section reinstated. Look forward to another mountain of fun jobs I'll be throwing your way. So kann man es auch formulieren. Ich meine, die arbeiten wahrscheinlich gerne für ihn, aber trotzdem... Yes, ich bin sowas von ready für dieses Abenteuer, was ja jetzt scheinbar hochoffiziell beginnt. Ich fand es übrigens gut, dass man Randy und TO hier auch gesehen hat. Das sah so aus, als wären sie eigentlich Teil des Hauptteams.
Deswegen gehe ich mal davon aus, dass man später vielleicht auch ein bisschen zwischen den wechseln kann. Und ganz ehrlich, Leute, so gern ich Noel auch hab, ne? Aber ich hätte mir eigentlich eher gewünscht, dass Arios oder Rishia irgendwann Teil des Hauptteams werden. Vielleicht kommt das irgendwann noch in einem späteren Teil. Aber die haben ein Jahr am Ende von Cold Steel 2 wie hat sich das damals noch genannt, mit diesem Ausblick auf den Crossbell-Arc, hat man ja kurz Lloyd und Rishia auch gespielt und das hat einem so ein bisschen den Eindruck vermittelt, als würde sie früher oder später halt Teil des Hauptteams sein und das war in Zero nicht der Fall, das ist hier scheinbar nicht der Fall, auch wenn sie gerade kurz im Einspieler zu sehen war. Aber, also sie würde ich noch begrüßen in unseren eigenen Reihen. Ich gehe mal speichern. So, und dann können wir, glaube ich, continuen und dann mal schauen. 2 days after the arrest of Altair Lodge. Da ist es. Da ist der ältere Herr auf der Bank, den ich damals als Stichprobe genutzt habe, um zu gucken, ob die Bewohner hier irgendwas Neues erzählen. Die kleine Maus da, die hatte 4 Buchstaben, die hieß irgendwie Mimi oder Momo oder so. Die Katze, die wir hier mit Fisch immer gefüttert haben. Seid ist natürlich auch am Start, wäre auch komisch, wenn nicht. Wo sollte er auch sonst sein? Was sind das hier für komische Planen? Kann man da nicht mehr rüberlaufen? Wird da gebaut? Werden da Beweise gesichert? Was ist da los? Da ist das IBC-Building, das ist auch abgedeckt. Okay, ich glaube, da laufen gerade noch irgendwelche Ermittlungen oder so. Das wird jetzt sicherlich zum Thema werden. Here we go. We already have a few. Oh, ich habe voll Bock, Missionen abzuarbeiten. Lass uns gleich loslegen. I remember these. They're the support requests the SSS always receives, right? Yep, we usually get them every day in a single batch. Generally, it's up to us to decide how many we actually respond to. That said, any requests marked urgent have to be dealt with, no matter what. Sounds reasonable enough. I assume the ones that have a later deadline are finer to leave for another day. Sure, if you prefer it that way. Whenever we check the terminal, it will let us know how much time we have remaining. We can also check the status of a request in the detective notebook. The detective notebook? Do you mean that little black book you write in every so often, Ellie? Yes, this one. Sieht voll schick aus, sah das schon immer so aus. We use them to jot down any new developments on our investigations and support requests. It's a good way to keep track of multiple cases at once. It also serves as a manual for our tactical augments, the Enigmas. That's pretty nifty. Though I do get the feeling your little notebook will become organized like everything else someday. You're right, I heard from TO that the Foundation is already doing research for that. I'm not so sure I could handle that much organization myself. Agreed, I think old-fashioned pen and paper are the perfect match. Ja, in manchen Kontexten geht's mir genauso. Ich muss nicht alles auf der Welt digitalisiert haben, aber beim Großteil macht's schon Sinn. Anyway, this is how we do things here at the Special Support section. Let's start by checking the details of those requests on the terminal. Die wichtigste Frage wäre, aus Deutschland gefragt und gesprochen, habt ihr ein Faxgerät? Wie German seid ihr wirklich? Die haben wahrscheinlich kein Fax, deswegen haben sie davon nichts. Die würden uns wahrscheinlich auslachen für das, was wir teilweise in unseren Behörden noch haben, aber die Frage wird man ja noch stellen dürfen, ne? Roger. I look forward to seeing what's in store. When you inspect the terminal at the SSS and choose Check Requests, a list of available support requests is displayed. Support requests marked as urgent are mandatory and will advance the story upon being completed. Other support requests are completely optional, but doing them earns you MEHR and DP. Be careful not to take too long or they may expire. Yes! Oh mein Gott, wir können uns bewegen. Wir sind wieder ein Crossbell. Ich küsse deine Augen, Crossbell. Schön, dass wir einander wieder haben. Was hat es doch wieder lange gedauert. So, reporten dürften wir eigentlich nichts. Hello, you've reached the CPD. This is Fran speaking. Hi everyone. It seems there's nothing you have to report now. I'll be here when you have something new for me. Talk to you later. Schön.
So, die haben wir alle noch nicht angenommen, richtig? Enigma 2 Mi. Was? Enigma 2 Mi? Was ist das für ein Englisch? Wahrscheinlich irgendeine Wortspiel- oder grammatikalische Komponente, die ich nicht verstehe. CPD Headquarters requested that I give you guys a short lesson on how to operate your Enigma 2s. Just in case you somehow forgot, you can find me in my usual spot, the customer service counter at Genton Orbital Store, right off Central Square. Ja, Wendy, dich kenne ich noch. So, da steht jetzt Short. Spot the Secretary, 1st Investigative Division. A few days ago, the 1st Division's Intel network received unconfirmed accounts that Imperial Secretary Electa Arundel had arrived in Crossbell. We request that the Special Support Section verify the authenticity of this information. Report to Police Headquarters for details. 1st Division Detective Emma, alles klar. Sorry, musste kurz husten. Maison Imelda Monster Extermination. State Government. A dangerous monster superior mosquito has been sighted in the downtown district apartment complex Maison Imelda. We ask that the special support section deal with this threat swiftly. Please retrieve the key to the building from Imelda, the owner of the antique shop in the back alley. Ich erinnere mich, die Händlerin, bei der alles immer so teuer war. West Crossbelt Highway Monster Extermination. State Government. A dangerous monster, Bubbly Scissors G, has been sighted on West Crossbell Highway. We ask that the SSS deal with this threat swiftly. Keine Informationen über den Gegner? Da waren sie aber mal spendabler mit Infos zu den Viechern, oder? Hatten wir nicht irgendwie was auch über Schwachpunkte und so immer zu lesen bekommen? Oh. That's 2 monster extermination cases and 2 urgent requests. Enigma 2 training aside, this other one seems pretty significant. Right, I never expected that Lecter character would return to Crossbell. You mean that guy who tried to play dumb at the Schwarze Auktion, right? His act didn't fool me at all. I could tell he was far from ordinary. I read a file on him back when I was training with the 1st Division. He's Captain Lecter Arundel of the Imperial Army's Intelligence Division. He also appears to be a 2nd Secretary for the Imperial Government. He's part of their intelligence agency. Yes, from what I can tell, he is highly capable of handling political affairs. His elusive nature must be the result of his extensive training as well. I'd wager half of it comes naturally, though. Anyway, considering he's an Imperial Secretary and Intelligence Officer, would that make him the famous Blood and Iron Chancellor's confidant? Where does Swayze get all of this info? Yeah, according to the 1st Division's intel, he reports directly to Chancellor Osborne. They confirmed that he visited Crossbell with the Chancellor last year to have an informal meeting with Speaker Hartman. He even said as much himself. We all saw he was joking, but it turned out to be truer than we could have imagined. In other words, we're dealing with someone who is anything but normal. Well, sounds intriguing. Just to confirm, handling support requests within the city is our highest priority, right? Yeah, we have to go on the highway for one of those wanted monsters, but we can leave that for later. It's been a few months since Rivar's demise. Things are already beginning to move in the underworld, slowly but surely. Yes, such as HIER and the Imperial Government's recent activity. I'm sure that trade conference at the end of the month will play a large role. What trade conference? The International Forum our new mayor proposed. A number of world leaders are supposed to be in town. Exactly. Oh Gott, das ist ja... Mist, schade, dass eingeblendet wurde. Ich hätte den Namen noch zusammenbekommen. Ich muss nur 2 Sekunden länger überlegen. Mayor Dieter Krohr is sponsoring it. It's an economic summit where he, along with representatives from Erebonia, Calvert, Leberl and Remiferia, will meet. Its official name is the West Simuria Trade Conference. I don't think anyone expected him to organize such a large-scale event so quickly after assuming office. But I suppose nothing's impossible for the CEO of the illustrious IBC.
Wenn da mal nicht wieder irgendein Anschlag oder irgendein Chaos passiert, irgendwas wird doch da schon wieder aus dem Ruder laufen. I've never actually spoken to the man, but he sounds incredibly capable. You've met him once before, right, Wazy? That I did, back when I got my letter of recommendation. I was surprised he was willing to advocate for some ruffian fresh out of a street gang to join the force. Ich wette, diese Empfehlung, die kommt nicht von ungefähr. Ich wette, irgendwann im Laufe des Spiels wird klar sein, warum Dieter Croix ein ureigenes Interesse daran hatte, Wazy hier einzuschleusen. Und wenn Wazy vielleicht einfach nur der Spy ist und den Dieter Croix die ganze Zeit über alles auf dem Laufenden hält, also irgendwas finde ich da schon wieder sehr, sehr shady. Aber okay, weil er tut jetzt hier so, als wäre er irgendein belangloser Ruffian, aber da steckt auch mehr dahinter. I probably shouldn't be saying this, but he's too generous for his own good. This is no laughing matter, Wazy. It certainly was for Uncle Dieter. He let out his usual hearty guffaw. Was zur Hölle ist guffaw? Ich muss gucken, ich spreche das wahrscheinlich sogar falsch aus. Moment. Gefahr. 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 Das kann ich mir niemals merken. Das ist ja richtig komisch. Das klingt wie Gefahr. Das ist aber vielleicht eine kleine Eselsbrücke, aber ich glaube, das Wort kommt so selten. Das ist übrigens schallendes Gelächter und das passt ja auch irgendwie zu ihm. He did let out his usual Gefahr and commented on what an amusing kid you were. Sergey's voice. Oh, you guys are hard at it already, eh? So sieht's aus, Chef. So wolltest du uns doch haben. Hart arbeitend wie immer. Chief Sergey. Na, was gibt's Neues? Wir haben genug Aufgaben, bitte keine neue, die on top kommt. Good morning, Sir. Ich finde das total süß, dass Noel immer noch so in ihren militärischen Verhaltensmustern gefangen ist, aber das werden wir ihr schon abtrainieren. At ease, soldier. The SSS is pretty hands-off for the most part. You can do as you see fit. I don't plan to interfere unless the situation is dire. Understood. Surprisingly accommodating for a superior officer, aren't you? I don't know if I'd put it like that. The chief is only so laissez-faire because watching over us would be too bothersome. You know me too well. However, today is an exception. I've got a direct order for you guys. Unser Auftragsbuch ist voll. What? From you, Chief? Yeah, it can wait until you're finished handling your support requests, though. You'll be going to the police academy. Das war der Bereich, der in Zero immer abgesperrt war, oder? Warum weiß ich sowas noch? The police academy. You mean on the West Crossbell Highway? It's right next to the CGF's training grounds. Yeah, well, you and Lloyd are well acquainted with it already, I'm sure. I'll ring you on your Enigma once I'm done setting things up on my end. Until then, work through your support requests and patrol the city. Roger that, I think. But wait, what exactly do you need us to do there? You'll just have to wait and see. I'll contact you later, I'm heading out. Was ist denn jetzt wichtiger? Unsere Urgent Cases, die wir jetzt schon eingesammelt haben, oder das von Sergey, oder ist das egal? Sorry, no, this is just the way the SSS operates. Well, if you look at it positively, he's fostering our independence and honing our judgment, sort of. Right, that's Chief Sergey for you, ingenious as ever. They do say perspective is everything. Anyway, are we going to check out the city? We sure are. Oh yeah, Kia said she was about to leave for Sunday school. Seeing as the chief's already out, maybe we should go see her off. Absolutely, let's head to the 3rd floor and check if Kia's ready. Wow, okay, jetzt haben wir aber einiges zu tun. Moment, ich muss erstmal 2, 3 Sachen abchecken. Also, erst einmal, wie komme ich in dieses, ich glaube, das ging das über Steuerkreuz? Nee, hier, Detective Combat, ja, hier bin ich richtig. So, ich will nämlich einmal kurz hier gucken. Hier sind sie nämlich alle fein säuberlich aufgelistet, unsere Aufgaben. Das hier ist... Warte mal.
Warte mal. Wo ist denn jetzt die Mission, die uns Sergey aufgetragen hat? Let's take care of them while we're patrolling the city. Das ist einmal das mit Wendy und einmal Spot the Secretary. Also ich würde sagen, Sergeys Mission ist definitiv nicht optional und wird vermutlich die richtige sein. Ich habe mich nur gefragt, ob ich jetzt wirklich mit jedem reden kann, der unseren Weg kreuzt, oder ob ich aufpassen sollte, dass ich bestimmte Leute nach hinten schieben sollte. Aber ich glaube, das ist egal. Weil wenn die Police Academy das nächste Hauptziel ist, dann kann ich damit gut leben, weil das dann außerhalb der Stadt ist. Und wir hier, glaube ich, hoffe ich, nichts falsch machen können. So, der Eingangsbereich ist leer. Dann gucken wir mal, wen wir hier noch antreffen. Aber Randy und TO sind ja nach wie vor Teile der SSS, oder? Das hätte sich das Spiel wahrscheinlich gemerkt, wenn ich meinen Speicherstand übertragen hätte, dass ich hier mal Zeug hingestellt und Poster und so aufgehangen habe. Ich glaube, das fehlt hier gerade alles. This is Randys room. He's taking part in the Bellegarde Unit's rehabilitation training right now. If my memory serves me right, they were given some of that drug during the cult incident, right? Right, they aren't suffering from any serious after effects, thankfully. It will take some time for them to get their senses and stamina back to where they were, though. I see. Well, I'm wishing all the guardsmen a speedy recovery. Yes, and hopefully Randy will get to come home sooner rather than later. Ja, Randy wird wieder... This is Randy's room. We should probably stay out of there for now. Randy wird wahrscheinlich wieder zu einem Zeitpunkt erscheinen, wo keiner mit ihm rechnet. Ich habe schon mal erwähnt, dass TO für mich das mit Abstand schönste Zimmer hat, oder? Ich liebe die Farben und das ganze Design hier. Welcome to Chateau de Wazy. Ah nee, das ist sein Raum. Okay, das gefällt mir ähnlich gut wie TOs. Das müssen wir vergleichen. Stimmt, wir sind ja gerade auf der Männeretage. Dann habe ich nichts gesagt, aber ich finde diesen Raum hier trotzdem wunderschön eingerichtet. Chateau de Wazy. I know. Hold the applause. Wow, this is one classy room. So, seriously, it's like something you'd only see in a model home. It obviously took you no time at all to get settled in. The decor looks rather expensive, and there's so much of it too. I asked an acquaintance of mine for a favor, and he hooked me up. I don't mind any of you dropping in unannounced if you ever feel the need to unwind. Speaking of which, how about we crack open that bottle over there to celebrate a successful move-in? How about we don't? We're still, you know, on duty. Oh Mann, Wazy, ich glaube, wir würden uns voll verstehen. Wir würden vielleicht nicht immer fit in den nächsten Tag starten, aber ich wäre voll dafür zu haben an seiner Stelle. So, ne, Resten brauchen wir, glaube ich, nicht. Aber cooles Zimmer hat er da. Das heißt, diese ganzen verschlossenen Türen aus Zero, die hatten alle schon den langfristigen Plan, hier irgendwann unsere Azure-Mitglieder quasi einzuquartieren. Das habe ich so tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe ja bei Zero bis zum Schluss irgendwie drauf gewartet, dass irgendwann noch Leute einziehen oder weitere Mitglieder sich hinzugesellen oder was auch immer. This is TO's room. She's still taking care of business out in Le Mans State, right? Yeah, the Epstein Foundation have her and Jonah working in one of their research labs. Dieser Name, da kommt die nächste Erinnerung hoch, wie ich so 50-50-mäßig immer Jonah und Jonah gesagt habe. Jetzt habe ich intuitiv Jonah gesagt, aber mal gucken, ob das so bleibt. State law revisions have made it easier to expand the Orbital network, so that's what they've been assisting with. I can't say I understand all the details, but it sounds like they're keeping busy. I just hope she can come back soon. Das hoffe ich auch. Ich vermisse die beiden so ein bisschen. This is TO's room. We should probably stay out of there for now. Ja, Jonah weiß ich übrigens noch. Das war dieser kleine, nerdige Typ, der hier in den Sewers irgendwie sein eigenes Zimmerchen hatte mit der ganzen angeknabberten Pizza und so, die im Raum rumlag. Well, here's my room. Sehr akkurat, nimm's mir nicht übel, Noel, aber Wazys Zimmer war definitiv hübscher. I don't really have much to decorate with, so sorry if it looks a little bare bones. I'd call it more tidy than anything. Indeed, it's exactly what I would expect of someone like you, Noel. So, about the stuffed animal over there.
Oh, that friend and I share a matching pair of plushies. I brought it with me from the CGF barracks. You did, huh? Honestly, it kind of helps pull the room together. Hä? Inwiefern? Glad you think so. Verstehe ich nicht, aber vielleicht fehlt mir auch irgendwie der architektonische Blick dafür oder das Auge für Einrichtung. Das habe ich nicht verstanden, diese Aussage von Lloyd. I'm still not entirely adjusted yet, but even so, it's good to be here. Oder meinte er, dass das irgendwie die familiären Bande zusammenhält? Aber für mich klang das so, als hätte er gesagt, dass das dem Zimmer irgendwie Struktur gibt. Keine Ahnung. Hey! So I substitute this value into this formula and... Ja, die darf sich jetzt erstmal schön mit Schulalltag auseinandersetzen. Yippie, I did it! Kia? Ich finde das so cool, dass die klopfen. So einen Respekt hatten meine Eltern nicht unbedingt. Also mein Vater schon, aber meine Mutter ist immer reingestürmt, als hätte man als Kind kein Bedürfnis nach Privatsphäre. Das hat sie sich leider auch bis in die Jahre danach immer noch so beibehalten. You have Sunday school today, don't you? Shouldn't you get ready to leave soon? Oh yeah, I guess it's about time to meet up with Ryu and them. Are you all going out for work? Uh-huh, we were thinking we could all leave together if you want. Oh, were you doing some reviewing before class? Hehe, yep. You're such a good girl, Kia. I don't think I ever studied any more than I had to back in Sunday school. That's more than I could say. I hardly even showed up. Das passt zu dir, Wayseed. Figured it made more sense to learn on my own than be taught by some incompetent priest. Oh Mann, ey. Also ich meine, das kann er ja so sehen, aber ich finde es nicht gut, dass er das vor Kia so laut ausspricht. Wayseed. Could you please not set a bad example for Kia? Das war genau mein Gedanke, Ellie. Huh? Sounds like I upset Mama Bear and Papa Bear. Ich spüre regelrecht den bösen Blick, den Ellie ihm gerade zuwirft. Wazy? What's wrong? Oh, I was just marveling at how advanced Crossbell's curriculum is. More importantly, shouldn't we be going? Yeah. Are you coming with us, Kia? Yep, give me one sec. Erst noch den Schulranzen packen, ne? Okay, all set. Alright, let's go. Why don't we take Kia out the back exit? Ey, ich will aber selber laufen, danke. Ich mag das nicht, wenn die Spiele mich immer irgendwo hinschmeißen, wenn ich gerade dabei bin, irgendein Gebiet abzusuchen oder so. Also das Ding ist, keine Sorge, ich werde zukünftig nicht so akribisch Ränder ablaufen und alles, was man hier in Crossbell so machen kann. Aber das ist halt der erste Durchgang. Wer weiß, ob hier irgendwas liegt, was hier vielleicht in From Zero noch nicht gelegen hat und alles und überhaupt. Ich will da einmal zumindest auf Nummer sicher gehen. Hey there, Side. Hanging out with Cobb. Ach, Cobb war die Katze, stimmt. Cobb ist in irgendeiner der letzten Folgen auch namentlich aufgetaucht, aber ich weiß den Kontext nicht mehr. You two always do get along. This is the police dog the SSS adopted, right? Good to see you again, Side. Mochten die sich? Haben die eine Beziehung schon zueinander aufgebaut? Ich weiß gerade nicht. He said adopted is not the correct word. I am the one looking after them. Proud dog, so muss das. My mistake. Well, true, he does help us out fairly often. He's a proud pup, that's for sure. I've never been good with dogs, but I did manage to get used to Sight eventually. Ei, schwierig, Noel, schwierig. Wie kann man nicht gut mit Hunden sein? Also, das werde ich nie verstehen. Einzige Ausnahme ist, wenn man halt mal von einem Hund angegriffen wurde, aber abseits davon schwierig. I don't think I've ever met this black cat over here, though. Oh, his name is Cobb. We're pretty sure he's been here since before the CNS moved out. Ja, achso, nee. Oh Gott, jetzt fange ich hier nicht an, irgendwie rumzumiauen. Oh, how cute. This is so exciting. I didn't realize joining the SSS came with kitty privileges. Okay, sie ist also definitiv eher der Katzentyp. I take it you're a fan of them, Noel. I'm sure you two will have plenty of fun together in that case. Fumiya. Ah, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Is something wrong? Not at all, he says.
Oh, okay. We'll just get out of your hair then. Take care of the SSS building for us, okay? See ya later, Zeit. Zeit. Okay, jetzt grummelt er nur noch vor sich hin. Oh yeah, we should feed Cobb. Actually, I think he's full now. The chief must have given him something to eat before he left. Oh, that's kind of a letdown. Don't worry, no. We can bring him some fish next time we catch some. Kann ich denn direkt angeln, wenn wir hier eine Angelspot sehen? Ich weiß gar nicht mehr, wie das in Zero war. Da mussten wir doch erst eine Angel bekommen, oder? Oder konnte man die kaufen? Ich krieg's nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall hatten wir irgendwann eine. Kia has Sunday school to go. Taking the back exit will be quicker for her. Oh, jetzt geht's schon wieder los mit den Limitierungen hier. Na gut, wenn wir nicht raus können, dann gehen wir halt hier lang. Also wenn wir über den Haupteingang nicht raus können. Vielleicht erzählen die uns jetzt hier was über die Absperrung. Aber die habe ich vorhin gar nicht gesehen. Ich habe nur die Planen gesehen. Wait a second. Well, when did this happen? Huh? Was the rear exit always like this? Perhaps someone commissioned some renovations to be done? Oh yeah, you guys weren't here. Some construction people came by while you were on your trip. I guess the chief called them in. Oh really? I didn't notice any of this yesterday. Makes me wonder what the chief's up to. Well, I'm sure he has a good reason for it, whatever it is. In any case, it may be better if we don't leave this way. Yeah, let's go out the entrance downstairs. Das wäre sowieso meine präferierte Route gewesen. Ich gucke trotzdem, ob sie hier nochmal was sagen. Something's been built right by the SSS building. Chief Sergey must have commissioned it. Whatever the case, it may be better if we don't leave this way. Können wir ja auch nicht. Das wäre ja ein bisschen komisch, wenn wir da jetzt über die Absperrung rüberklettern würden. Wobei das theoretisch machbar wäre. Aber wir sind ja zivilisierte Bürger. Also zumindest Lloyd und Ellie würden da auf jeden Fall nicht mitmachen. Die sind irgendwie zu akkurat und anständig gefühlt. Aber auch tatsächlich. So, aber dafür kann ich jetzt meine Standardroute einmal aufgreifen. Wobei wir wegen Kia bestimmt gezwungen werden, erstmal Richtung Sunday School zu laufen, bevor wir hier irgendwas machen können. Aber zumindest den Bereich dürfen wir noch frei begehen. Habe ich eigentlich Geld? 2000 Mira, das ist gar nichts. Hey there, Special Support Section. Sergey told me you kids were starting back up again. Huh? Where's the redhead and that kid with the Arbor staff? The both of them still have some business they're taking care of. Ah, okay. And these two here must be your newest members. Sergey filled me in on what arms you prefer, so let me know if you see anything you like. How very considerate of him to lay the groundwork for us. Thank you very much, sir. So, erst wird geredet. I've got all the weapons anyone could ever need. Go ahead and take a look. Gleich. I got all the weapons. Ja, und das ist das, wofür ich Sergey halt sehr schätze. Der mutet halt manchmal so ein bisschen ruppig an, aber am Ende ist er, glaube ich, sehr, sehr gut in dem, was er tut und das ehrt ihn auf jeden Fall. So, für Lloyd hätten wir eine bessere Waffe, für Noel auch. Mit nicht unwesentlichen Sprüngen, was die Stärke angeht. Warte mal. Habe ich das wirklich richtig gesehen gerade? Ja, ich denke schon. Twin Hammer. Rustic looking tonfas lined with metal rivets. Das bitte einmal einstecken und mitnehmen und auch gleich equippen. Jawollo. So, und bei Noel haben wir den Aschpeter, was auch immer das sein soll. Der gute alte Aschenpeter, wer kennt ihn nicht? SMGs equipped with laser sights, made by the Vern Company. Das ist bestimmt irgend so ein Waffentypus, den Waffennarren direkt zuordnen können und ich habe wieder keine Ahnung. So, jetzt bleibt das hier natürlich auf der Strecke. Wobei das für Lloyd und Noel auch ganz gut wäre. Ah, es geht schon wieder los. Wir brauchen Mira, wir müssen kämpfen gehen. Wobei, ich kann auch mal gucken, wir haben ja ein paar Seppets auch eingesammelt. Ich weiß noch, dass wir das im IBM-Building zu einem besseren Wechselkurs immer umtauschen konnten. Frage ist nur, ob wir da überhaupt hin können. Das sah nämlich alles sehr abgesperrt aus. Was mache ich denn jetzt?
Kaufe ich jetzt ein paar Schuhe? Warte mal, ich gucke jetzt mal auf Lloyd, weil der weniger Defensive hat. Reinforced Denim würde ihm hier Defensive um 10 erhöhen, Arts Defensive um 5, also plus 10 plus 5. Und hier würde ich einfach nur 5 auf Defensive bekommen. Es würde sich schon lohnen, eher für die Ausrüstung zu sparen. Ach, guck mal, 2 von diesen Tierbalms und dann habe ich eigentlich schon genug. Die verkaufe ich. Dann haben wir glatt 30. Das passt doch mehr als gut. Das hier habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Das haben wir vor kurzem erst gefunden. Overfried fish dead by mistake now resembles a dart. Ich hatte beim letzten Mal vermutet, dass wir das Item in Zero nicht gesehen haben. Würde ich immer noch sagen, aber meine Hand ins Feuer legen würde ich dafür auch nicht. So, dann kaufen wir das jetzt einmal für Leute. Sind damit offiziell so pleite, wie es nur geht. Ich habe das auch gerade gar nicht durchgelesen. Warte mal. Schon wieder viel zu viel hier zu tun, beziehungsweise muss ich mich erstmal wieder an alles gewöhnen. The CGF's Lightweight Combat Uniform. Some even wear it off duty. Sieht das so schick aus. Na gut, wir sehen es leider nicht im Detail, aber wird schon stimmen, was da geschrieben steht. So, aber dann könnte ich doch zum Beispiel diese Fiber Jacket einmal verkaufen. Vielleicht habe ich ja irgendwie Glück und wir kommen noch auf den Betrag. Das sind doch gerade die Waffen, Crossfire und Heartbreaker, die wir gerade abgelegt haben, oder? Das verkaufe ich jetzt einfach mal. Gab es in Zero irgendeinen Nachteil für verkaufte Sachen? Ich glaube nicht. Humanitarian wird auf gar keinen Fall verkauft. Boah, hierfür kriegst du 100. Das wäre schon ein bisschen ansprechend, ne? Aber ich will erstmal gucken. Das wird aber heute nicht mehr zu einem Ergebnis führen. Ich wollte erstmal gucken, wie viel von denen wir hier brauchen. Ich glaube nämlich, das ist eigentlich die beste Option, um nochmal ein bisschen Geld rauszuholen. Gucken wir. Wir haben es ja nicht weit bis zur Gen 10 oder wie das heißt, wo wir auch sowieso zu Wendy einmal müssen. Das heißt, Anfang nächste Folge sollten wir mehr wissen. Hey, Kia! Ja, nimm sie mal mit, damit wir uns hier Ruhe in der Stadt umgucken können. In Ruhe. Hey, Ryu. Hey, Anri. You're late. We were waiting for you in front of the bakery. Come on, class is about to start. Hehe, sorry, guys. Hey there, you two. You're as energetic as ever. It's good to see you're getting along so well with Kia. Oh, you guys are back? Yeah, long time no see. Kia told us about it already. You're starting the SSS up again, right? Yeah, thankfully. We'll be revamping a few things around here, so stay tuned, okay? Ha, I believe it when I see it. Still, I guess you guys are good enough to be on the same level as the Bracers now, almost. Come on, Ryu, why do you always have to be so rude? Hehe. I can say I'm surprised the SSS is popular with kids too. Oh, who's that behind you? I don't think I've ever seen them before. Actually, I don't see TO or Randy anywhere either. They're busy taking care of some unfinished business right now. These two are Noel and Wazy, the newest members of the SSS. Nice to meet you. Yeah, you too. Hold on a sec, is the other one a guy or a girl? Oh Mann, ey, Kinder sind immer so gnadenlos ehrlich. I mean, your face is kinda girly, but... Ryu? Good question. If you think I'm a girl, then who am I to say otherwise? Jetzt ist er komplett verwirrt, Wazy. Das wollte er wahrscheinlich auch erreichen. Come on, Wazy, stop trying to confuse the kids. And more importantly, shouldn't the three of you get going already? Oh, yeah. See you later, everyone. Good luck with work. Good luck to you too, Kia. Watch out for cars, okay? Uh-huh. Cool, let's go to Momo's place. Yeah, we need to hurry. Ich dachte, Momo wäre die Kleine hier, aber ich muss erstmal wieder mit den Namen klarkommen. Das wird ein Weilchen dauern. Hehe, oh, to be a kid again. Those boys, were they from West Street? One of them is, the other is from the residential district. Anyway, let's get to work. We can stop by Genton and headquarters to start. It would be a good idea to give the city a once-over while we're at it. Oh, like a patrol?
Yes, though perhaps not as official. They're a helpful source of information. Sometimes we run into people who need our assistance as well. The chief should call us on my Enigma sometime later. Let's go check out the city while we're waiting. Roger. Fine by me, shall we? Yes. Boah, ich weiß noch. Bright skies gathering storms. Ich weiß noch, wie kompliziert das teilweise mit einigen verpassbaren Sidequests war in From Zero. Ich hoffe, das ist hier ein bisschen entspannter, aber irgendwie glaube ich, dass das ähnlich sein wird. The Crossbell City map can now be opened. While inside the city, press Options to bring up a map of the city. Options ist also die Map-Taste, alles klar. Press Options again for a map of the state. Woohoo! If you are inside the city, you can use the map as a shortcut to travel around quickly. Sehr gut. To fast travel, select an area listed on the left side of the screen. Be aware that in some situations, fast travel will be unavailable. Das ist okay. Woohoo! Freiheit! So, wie heißt du jetzt? Mimi! Ich wusste es. 4 Buchstaben und irgendwas mit M. Oh, hi Lloyd. Hi Ellie. Hi... Tja, die müssen sich jetzt alle erstmal vorstellen. Hier, das wird nicht das erste und nicht das letzte Mal sein. Huh? Wait, you're not TO and Randy. And is the special support section still on vacation? Not exactly, Mimi. Randy and TO still have other work to do, so they'll be busy a while longer. That's right. As for these two, they're our most recent additions to the SSS. Oh, really? So that makes you the new special support section now, huh? Well, she's not wrong. Nice to meet you, Mimi. Nice to meet you too. Sehr schön. Go, go, new special support section. Aber sie hat dazugelernt. Sie hat doch die SSS früher immer so fehlerbehaftet ausgesprochen, oder? Und war sich da immer unsicher, was die Aussprache und den konkreten Namen angeht. I saw an orbital car practically fly through Central Square just the other day. So, like any good citizen, I immediately reported them to the police for blatant speeding. I wonder if they ever caught the driver, though. I'm worried it might happen a second time. Then again, with our current traffic laws, even reckless driving would only get you slapped with a fine and sent on your merry way. The Diet has been making recent strides in strengthening penalties for traffic violations, though, so that gives me hope for the future. Das ist so eine richtige Meldemuschi wahrscheinlich, auch wenn ich nicht despektierlich sein will, aber so klingt das ein bisschen. Gut, ihr Lieben, ich werde, bevor wir uns jetzt Crossbell hier weiter im Detail angucken, an dieser Stelle einen Break machen. Wir werden beim nächsten Mal erstmal gucken, dass wir drüben bei Wendy noch über vielleicht den einen oder anderen Seppet-Umtausch uns hier die verbleibenden Ausrüstungsteile leisten können, die ich mir jetzt nicht kaufen konnte, weil wir exakt, wir haben wieder ein paar Mira drin, ich wollte gerade sagen exakt 0 haben, aber ich habe ja ein bisschen was verkauft. Und dann starten wir, ja, mit dem Erkunden und vielleicht auch mit den ersten Sidequests und darauf habe ich Bock. Ich freue mich. Für heute soll es das aber erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Einschalten, ihr Lieben, und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.